Hi, in diesem Video zeige ich dir, wie du Leitungswasser schnell zu sauberem und erfrischendem Trinkwasser machst. Versteh mich nicht falsch, das Leitungswasser in Deutschland unterliegt strengen Kontrollen und ist in den meisten Regionen trinkbar. Wir wohnen aber im 3. Stock und da ist es für das Wasser ein etwas längerer Weg durch die Wasserleitungen und Blei- oder Kupferleitungen können im Laufe der Zeit korrodieren und so ins Trinkwasser gelangen. Um diese Schadstoffe zu filtern, nutze ich die Osmoseanlage WP-RO200G von Ecoviva, die ich für das Video testen durfte. Falls dir der Begriff nichts sagt, möchte ich ihn dir kurz erklären. Eine Umkehr-Osmoseanlage ist eine Filteranlage, die Wasser durch eine feine Membran presst und durch mehrere Filterstufen Verunreinigungen wie Schwermetalle, Chemikalien und andere Schadstoffe aus deinem Leitungswasser entfernt. Das Ergebnis ist sauberes, frisches Trinkwasser. Aber fangen wir vorne an. Die Ecoviva Osmoseanlage kam sehr gut verpackt und beinhaltet ein Hauptgerät mit vorinstallierten Filterkartuschen, einen hochwertigen Glaskrug und eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung. Die erste Nutzung. Als erstes müssen wir den vollen Wassertank einsetzen, daraufhin startet das Gerät immer automatisch einen Spülvorgang, bei dem die Filter komplett durchgespült werden. Dann lässt du das Wasser komplett in den Glaskrug ablaufen, indem du zwischen den 3 Mengenstufen 0,4, 0,8 und 1,2 Litern wählst und wiederholst den Prozess 3 bis 5 Mal. Dann kannst du starten. Der Wert TDS, den du angezeigt bekommst, steht für total gelöste Feststoffe im Wasser. Auf Englisch Total Dissolved Solids. Gemessen wird es in Milligramm pro Liter. Hier siehst du die Erklärung und eine Übersichtstabelle aus der Bedienungsanleitung, an der du dich orientieren kannst. Pausiere gerne das Video, wenn du es in Ruhe durchlesen möchtest. Der Source TDS zeigt den Wert deines Quellwassers an, das du eingefüllt hast. Pure TDS misst den Wert des gefilterten Wassers. Also, je höher der TDS-Wert, desto mehr gelöste Feststoffe sind im Wasser vorhanden. Allerdings lässt der TDS-Wert keine Rückschlüsse auf die Art der gelösten Stoffe zu. Das bedeutet, dass ein hoher TDS-Wert nicht unbedingt bedeutet, dass das Wasser schädlich ist. Es kann auch sein, dass die gelösten Feststoffe harmlose Mineralien sind. Umgekehrt kann ein niedriger TDS-Wert aber auch bedeuten, dass das Wasser Schadstoffe enthält, die für den Menschen schädlich sein können. Aus dem Grund filtere ich im 3. Stock das Wasser lieber einmal durch. Übrigens, die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt einen TDS-Wert von unter 300 Milligramm pro Liter. Praktisch ist auch die Erinnerungsfunktion für den Filterwechsel. Das Display informiert dich darüber, wann es Zeit für einen neuen Filter ist. So hast du immer das beste Wasser. Die Lebensdauer der Filter liegt bei ca. 12 Monaten. Je nach Nutzungsintensität und Verschmutzung des Quellwassers kann sich der Zeitraum verkürzen. Kommen wir zum Härtetest. Da ich in einem Video auf der Produktseite gesehen habe, wie das Gerät aus Cola Wasser macht, wollte ich es mit Blumenerde testen. Ich sag mal so, mach es nicht zu Hause nach. Das ging leider komplett schief, weil die Blumenerde den Zufluss verstopft hat und so kein Wasser mehr angezogen werden konnte. Durch die Blockade schließt der Zugang nicht mehr und das Wasser läuft demnach langsam aus dem Filter zurück und gibt eine große Sauerei. Also dafür ist das Gerät nicht gemacht und schadet ihm eher und das ist auch vollkommen okay. Du brauchst hier also eine reine Flüssigkeit zum Filtern. Danach habe ich den Milchhärtetest gemacht. Hier rechts blende ich dir noch den TDS-Wert ein. Das hat am Ende gut funktioniert und das Wasser hatte keinen Milchgeschmack. Hier siehst du ganz gut, wie rechts das Leitungswasser eingezogen wird und in dem Fall die Milchreste aus den Filtern drückt. Hinter der magnetischen Abdeckung verstecken sich die 2 Filter, die du relativ leicht entnehmen kannst. Der RO-Filter ist der Umkehr-Osmose-Membranfilter und der CF-Filter dahinter ist der Kohlefilter. Das heißt, der Tausch nach einem Jahr ist schnell und unkompliziert erledigt. Kommen wir zu meinem Alltagstest. Ein riesiger Vorteil ist, dass es nur an eine Stromquelle angeschlossen werden muss und du kannst sofort mit dem Wasserfiltern beginnen. Dazu kommt, dass die Anlage sehr schlank ist, wodurch sie hier super auf meinen Schreibtisch passt. Außerdem wirkt sie sehr modern, hochwertig und hat ein schönes, klares LCD-Display. Im Alltag möchte ich, dass das Wasser schnell und mit wenig Aufwand trinkbereit ist. Das ist hier komplett gegeben. Man kann sich morgens einmal den Tank voll machen und sich dann eine Kanne Wasser abzapfen.
Das Gerät ist für mich also sehr alltagstauglich. Kommen wir zu meinem Fazit. Zuerst mein Tipp. Da auch wichtige Mineralstoffe beim Filtern nicht verschont bleiben, nimm einfach etwas Zitronensaft, der Vitamin C und Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Phosphor, Calcium und Eisen enthält. Dazu eine Prise Meersalz für hauptsächlich Natrium und du hast ein gesundes und leckeres Zitronenwasser. Kommen wir zu den Vorteilen. Es ist sehr mobil und kann beispielsweise mit in den Urlaub genommen werden, wo gegebenenfalls das Leitungswasser eine schlechte Qualität hat. Es ist kompakt, wodurch es fast überall einen guten Platz findet. Die Glaskaraffe ist super hochwertig. Jeder kennt die Karaffen, bei denen die Hälfte des Inhalts daneben geht. Das hat man bei dieser hier überhaupt nicht. Die Dosierungsmöglichkeit ist super und das gefilterte Wasser schmeckt sehr gut. Mit Zitrone kommt es sehr nah an Limo aus dem Supermarkt ran. In dem Fall nur gesund. Die Filter haben eine lange Haltbarkeit. Der Wassertank lässt sich gut entnehmen und wieder einsetzen. Ein wichtiger Faktor für die Alltagstauglichkeit. Nachteile können sein, die Lautstärke ist nicht regulierbar und kann zu laut sein, um sich beispielsweise früh morgens Wasser zu filtern. Es gibt keinen An- und Ausschalter, sondern nur einen Stromsparmodus. Ich persönlich stecke deshalb nach der Filtration das Gerät einfach aus und wieder ein, wenn ich es nutze. Laufende Kosten müssen einkalkuliert werden. Einmal im Jahr werden die neuen Filter fällig, die bei ca. 95 € liegen. Das entspricht ca. 8 € Kosten pro Monat. Ist bezahlbar, aber du solltest es im Hinterkopf behalten. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Wasserfilteranlage und verlinke sie dir unten in der Videobeschreibung. Danke dir fürs Zusehen und danke an Ecoviva, dass ich das Gerät testen durfte. Wenn du willst, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute.